Mein Name ist Christoph Baum, ich bin Geschäftsführer am Fraunhofer IPT und an der FFB, der Forschungsfabrik Batteriezelle in Münster, verantwortlich für die Digitalisierungsthemen. Ich freue mich, Ihnen heute einen Überblick zu geben über die Möglichkeiten von Brennstoffzellen und Batterien im Antriebsmix der Zukunft. Die Antriebstechnologie der Zukunft erfordert neue Energiespeicher. So viel steht fest. In der öffentlichen Darstellung wird aber oft die Frage als oder definiert. Ist es eine rein batterieelektrische Mobilität oder ist es über Brennstoffzellen realisierte Mobilität? Wir als Fraunhofer Gesellschaft möchten diese Frage etwas differenzierter beantworten und dazu dient der Vortrag heute. Die eigentlichen Treiber für die Elektrifizierung der Mobilität kommen aus dem Klimawandel. Jetzt ist es so, dass die Rahmenbedingungen, die uns auferlegt werden, gesetzlicher Seite, sehr rapide dazu geführt haben, dass ein Umbruch stattfindet und wir von den Verbrennungsfahrzeugen in Richtung Elektrifizierung gehen. Und somit stellt sich die Frage, wie erreicht man die Elektrifizierung? Nochmals, die naheliegenden Lösungen dafür liegen einerseits in der Batterietechnologie, die weit verbreitet ist für den Pkw-Bereich, aber durchaus auch in der Brennstoffzellentechnologie. Wegen der hohen gravimetrischen Energiespeicherdichte von Wasserstoff bietet sich auch die Brennstoffzelle als Alternative für die Elektrifizierung von Fahrzeugen an. Die Vorteile und Nachteile sind viel diskutiert, geht auch durch die Medien, sind aber, wenn man näher reinguckt, gar nicht so eindeutig. Sicherlich ist es so, dass die Batterietechnik durch die starke Verfügbarkeit schon von einigen Herstellern im Pkw-Bereich die Implementierung relativ einfach erscheinen lassen. Doch dennoch ist es so, dass das Gewicht, was mit hohen Speicherbedarfen einhergeht, nicht für alle Anwendungen ausreichend gelöst werden kann. Die Fragestellung, welches Energiespeichersystem das Richtige ist für die jeweilige Anwendung, kann man sehr stark an dem Energiespeicherbedarf festmachen, den eine gewisse Anwendung eben braucht. Batterieelektrische Mobilität bietet sich immer dort an, wo ich relativ geringe Reichweitenanforderungen habe, bei gleichzeitig geringem Gewicht. Damit wird der Energieinhalt, den ich mittransportieren muss, automatisch auch relativ gering sein. Je höher der Energiebedarf ist, desto eher bewege ich mich in den Bereich von Brennstoffzellentechnologien oder Speichern, die eben Wasserstoff verwenden. Darüber gibt es immer noch einen Bereich, der ebenfalls nicht abgedeckt werden kann mit Wasserstoff als Energiespeicher. Dort kommen dann synthetische Fuels in die Diskussion. Betrachtet man die Gesamtkosten für ein mobiles Energiespeichersystem, sieht man, dass Brennstoffzellen und batterieelektrische Möglichkeiten schon relativ bald für Heavy-Duty-Anwendungen in Frage kommen. Natürlich, der Vergleich zu der klassischen Verbrennungstechnologie, der erübrigt sich, weil wir, wenn wir die Klimaziele, wie sie in der Europäischen Union jetzt festgeschrieben sind, festhalten wollen, müssen wir gänzlich auf die Verbrennung von Kohlenwasserstoffen für die Mobilität sowie in allen anderen Sektoren auch verzichten. Somit können wir uns beschränken auf die Betrachtung von synthetischen Brennstoffen, batterieelektrischen Fahrzeugen, Fuel Cells, also Brennstoffzellen oder eben auch der Möglichkeit der Oberleitungssysteme für die Fernfahrzeuge. Die Übersicht hier zeigt, dass wir von der Kostenaufschlüsselung in relativ kurzer Zeit, im Jahr 2030, schon in einen Bereich kommen, wo die Brennstoffzelle von den genannten Technologien die günstigste sein wird. Das bedeutet, dass auch die Stückzahlszenarien sich dementsprechend rapide ändern. Hier in einer Studie von PwC dargestellt ist für alle Segmente der Nutzfahrzeuge von Light-Duty Vehicle bis hin zum Heavy-Duty Vehicle der Einzug der Brennstoffzelle und der batterieelektrischen Antriebe unaufhaltsam. Schon im Jahr 2035 sind große Teile der Flotten elektrifiziert. Ich möchte aber den Blick noch ein bisschen weiter auf die Möglichkeiten der Hybridisierung richten. Die dargestellten Varianten sind entweder auf
Brennstoffzelle oder auf Batterie ausgelegt. Gerade in der Hybridisierung des Antriebsstrangs liegt allerdings großes Potenzial. Was versteht man unter Hybridisierung in dem Bereich der Brennstoffzellen und batterieelektrischen Antriebe? Ich kann ein Mobil natürlich rein mit Batterien betreiben. So kann ich es auch mehr oder weniger mit sehr kleinen Pufferbatterien nur mit Brennstoffzellen betreiben. Aber es gibt Bereiche, in denen es sich anbietet, die Brennstoffzelle eher als Range Extender zu betreiben und die Dynamik, die ein System mit sich bringt, aus der Batterie zu entnehmen. Damit kommt man neben den genannten Kostenbetrachtungen, die ich dargestellt habe, nochmal auf ein nochmals differenzierteres Bild, an welcher Stelle eine Brennstoffzelle gemeinsam mit einer Batterie zu einer sinnvollen Lösung führt. Wir haben dazu verschiedene Use-Case-Szenarien analysiert und daraus erarbeitet, an welchen Stellen Brennstoffzellen in welcher Form mit Batterien kombiniert werden können, um ein bestmögliches System aufzubauen. Nach der Betrachtung verschiedener Use Cases konnten wir damit die Use Case-spezifischen Anforderungen ableiten und in ganz konkrete systemseitige Anforderungen und Lösungen überführen. Um das zu verdeutlichen, welche Use Cases wir uns angeguckt haben. Wir haben uns insbesondere aufgrund der höheren Energiebedarfe von Nutzfahrzeugen auf Nutzfahrzeuge konzentriert. Und dort sieht man, dass die Art und Weise des Betriebs sehr unterschiedlich ist. Und erst durch eine Anpassung an den jeweiligen Anwendungsfall kommt man zu einem Kostenoptimum. Ich möchte es an zwei Beispielen verdeutlichen. Das eine ist ein Lieferfahrzeug, was viel im Start-Stopp-Betrieb arbeitet. Und das andere ist ein Fahrzeug, was für lange Distanzen auch zusätzlich noch mit Kühlung ausgestattet ist. Betrachtet man den Energiebedarf, der in diesen beiden unterschiedlichen Anwendungen gebraucht ist, kriegt man über das Fahrprofil ganz unterschiedliche Anforderungen an das Energiespeichersystem. Im ersten Beispiel sehen wir, wie über die Zeit verteilt die Variation des Energiebedarfs von einem Energiespeicher sein kann, wenn es häufig im Start-Stopp-Betrieb und im städtischen Raum verwendet wird. Hier sieht man, dass die mittlere Leistung deutlich geringer ist als die Maximalleistung, die aufgebracht werden soll. Dagegen ist im zweiten Beispiel der Fall des Fernstreckenverkehrs gezeigt. Hier ist die Varianz nur sehr gering. Während ich im ersten Beispiel über eine geeignete Pufferbatterie und einen Range Extender ein enormes Kostensenkungspotenzial erreichen kann, ist es im zweitgenannten Fall weniger der Fall. Diese speziellen, auf den Anwendungsfall angepassten Kombinationen von Brennstoffzellen und Batterien bieten enormes Potenzial zur Kostensenkung, müssen fertigungstechnisch aber auch adressiert werden. Das bedeutet, dass die Systeme, die wir aufbauen, in einer Modularität gestaltet sein müssen, dass sie anwendungsspezifisch ohne großen Kostenmehraufwand angepasst werden können. Mit solchen modularen Systemen ist es möglich, das Gesamtsystem in ein Kostenoptimum zu bringen und somit den Einstieg in die Brennstoffzellentechnologien und die Verwendung von Brennstoffzellen zu einem frühen Markteintritt zu führen. Jetzt, nachdem die Systemseite nochmal beleuchtet wurde, möchte ich kurz auf die Herausforderungen der Produktionstechnologie eingehen. Für beide Aspekte, die der Batterie als auch der Brennstoffzelle, stehen wir immer noch vor vielen ungelösten produktionstechnologischen Fragestellungen, um eine hochperformante und kostengünstige Energiespeicherlösung bereitstellen zu können. Beide werden gleichermaßen von der Fraunhofer Gesellschaft adressiert. Am Standort Münster wird zurzeit die Forschungsfabrik für Batteriezellen errichtet. Das ist eine einmalige Infrastruktur, die zur Skalierung der Produktion von Batteriezellen verwendet werden können. Wir werden dort gefördert mit erheblichen Summen durch das BMBF und durch das Land Nordrhein-Westfalen, um eine Produktionslinie aufzubauen, um den Sprung von der Labor- und Pilotfertigung bis hin in die Serienfertigung für Hersteller zu erleichtern. Wir haben dort die Möglichkeit, auf verschiedenen Elektrodenfertigungslinien Elektroden im industriellen Maßstab zu produzieren und produktionstechnologisch zu untersuchen.
Darüber hinaus haben wir verschiedene Assemblierungslinien für Rundzellen, für Pouchzellen und prismatische Zellen, um sie angepasst für die Automobilindustrie dann bereitstellen zu können und vertesten zu können. Im Jahre 2023 wird die komplette Produktionslinie dort stehen und wir sind jetzt schon in der Lage, die frühen Entwicklungen und frühen Innovationen der Batterietechnologien dort mit einfließen zu lassen, um sie nahtlos in eine industrielle Fertigung überführen zu können. Schaut man sich den Stand der Dinge bei der Brennstoffzellenfertigung an, stellt man fest, dass hier die Fragestellung der Skalierung noch an einem früheren Stand steht. Die Möglichkeiten über die Economy of Scale, die Kosten zu senken, die sind in vielen Studien belegt. Man stellt fest, dass ab Stückzahlszenarien von 100.000 Brennstoffzellen-Stacks pro Jahr man in eine Sättigung läuft und ein Kostensenkungspotenzial fast gänzlich ausgeschöpft hat. Um aber die Schwierigkeiten für diese Produktionsmengen zu erläutern, möchte ich ganz kurz einen tieferen Blick in die Brennstoffzelle wagen. Hier sieht man die Prinzipdarstellung einer einzelnen Brennstoffzelle. In der Mitte ist gezeigt die Membran-Elektrodeneinheit, die von Bipolarplatten eingeklammert wird. Durch die Bipolarplatten werden die Reaktionsgase geführt und Wasser abgeführt. Die eigentliche Membran-Elektrodeneinheit führt dazu, dass die Reaktanten reagieren können und dabei Energie abgegeben werden kann. Um die Leistungsanforderungen mobiler Anwendungen mit Brennstoffzellen erfüllen zu können, werden eine Vielzahl von Zellen benötigt. Diese werden als Stapel aufeinandergestellt. Das möchte ich in diesem kurzen Video erläutern. Ein Brennstoffzellenstack besteht aus einer Vielzahl einzelner Zellen. Typischerweise kommen bis zu 400 Zellen in einem Stack zum Einsatz. Und jede Zelle besteht aus 2 Bipolarplattenhälften. Diese enorme Stückzahl, die benötigt wird, wenn wir die Stückzahlszenarien tatsächlich erreichen wollen, verdeutlicht, welche produktionstechnologischen Herausforderungen daraus resultieren. Eine Bipolarplatte ist mit komplexen Strukturen aus einem sehr feinen Material hergestellt. Handling-Operationen für solche Prozesse gibt es nicht in standardisierter Form. Wir müssen demnach sehen, wie wir produktionstechnologisch diese Fragestellung klären können. Die möglichen Linienkonfigurationen für Brennstoffzellen-Stacks haben einen enormen Freiheitsgrad. Die optimale Lösung für die Prozessfolge gibt es nicht. Es gibt Kompromisse und da muss man das Bestmögliche finden und dafür braucht es Forschungsanstrengungen. Wie dieses etwas kompliziert anmutende Bild zeigt, ist nicht eindeutig festgelegt, wie der Warenfluss durch eine Produktionslinie am besten verläuft. Um die optimale Prozessfolge festlegen zu können, bedarf es einer Infrastruktur, die diese Forschung an den einzelnen Prozessschritten ermöglicht und gleichzeitig eine Rückspielung der produktionstechnologischen Erkenntnisse in das Design von Brennstoffzellen ermöglicht. Dafür muss über die gesamte Entwicklungsfolge von Brennstoffzellensystemen von niedrigen technischen Reifegraden bis in höchste technische Reifegraden die Innovationskette geschlossen werden. Und insbesondere in dem Bereich der Pilotproduktion, nämlich den TRL 6 bis 8, existiert heute eine große Lücke. Diese muss geschlossen werden, um eine holistische Innovationskette aufbauen zu können. Dazu betrachten wir zurzeit verschiedene Produktionskonzepte. Man kann ganz klar trennen, wir haben in der Produktion erstmal einen Bereich der Bipolarplattenfertigung und parallel im ersten Schritt einen Prozess für die Membranfertigung. Diese werden im Stacking zusammengeführt und bilden so das gesamte Brennstoffzellensystem. Wie bekommt man die Komplexität und die Flexibilität für eine industrielle Produktion abgebildet? Dazu bauen wir die Linie in einer Konfiguration auf, die sich Matrix-Konfiguration nennt. Das heißt, wir haben bestimmte Elemente der Produktionslinie, wo wir eine feste Verkettung von Prozessschritten haben. In anderen Bereichen, wo die Flexibilität gebraucht wird, können wir Innovationsmodule, bestimmte Prozessmodule gezielt anfahren und damit die Prozessfolge variieren.
Dennoch ist der Anspruch an jedem Prozessschritt so, dass wir hier höchstmögliche Produktivität erzielen. Ich hoffe, ich konnte Ihnen mit diesem Vortrag einen kleinen Einblick in die Komplexität, aber auch die Möglichkeiten geben, die es systemseitig gibt durch eine optimale Verbindung von Batterietechnologie und Brennstofftechnologien und gleichzeitig darstellen, dass wir an beiden Stellen großen produktionsseitigen Forschungsbedarf sehen. Zuletzt möchte ich Sie noch auf eine Whitepaper-Serie hinweisen, die wir am Fraunhofer IPT begonnen haben. Das erste Whitepaper steht im Download-Bereich zur Verfügung. Es konzentriert sich auf das applikationsbasierte und optimierte Auslegen von Brennstoffzellensystemen in Kombination mit Batterien. Die zweite Studie, die darf ich schon ankündigen, die wird den Fokus auf rein produktionstechnologische Themen der Brennstoffzellen richten. Damit komme ich zum Ende meines Vortrags und freue mich auf Ihre Fragen im Q&A-Bereich, die ich gerne beantworte. Zusätzlich stehe ich in unserem virtuellen Messestand ebenfalls für Fragen und Anregungen zur Verfügung.